In der Nacht vom 20. zum 21. bin ich von einem lauten Lärm in der Baracke wach geworden. Und ich sehe, Häftlinge rennen heraus und kommen herein, vollgepackt mit Konserven und Brot. Die Lebensmittellager waren bewacht normalerweise und auch die Lager mit Kleidung. Da hatte keiner einen freien Zugang. In dieser Nacht waren sie nicht bewacht und man hatte den ersten Eindruck, dass vielleicht das Lager von der SS verlassen wurde. Es war aber nicht der Fall. Aber man hat auch gemunkelt von einer Räumung. Nun arbeiteten meine Gedanken, meine Instinkte. Wenn man geräumt wird, man weiß nicht, wie lange man geht, wohin man geht. Die Holzschuhe, die du trägst, mit denen darfst du nicht gehen. Du musst vergiss, denk nicht an Lebensmittel. Das, was du brauchst, sind Lederschuhe. Und ich bin in die Baracke gelaufen, wo die Schuhe aufgestapelt waren, und ich habe zu meinem Glück, es waren nur wenige Lederschuhe vorhanden, aber ich habe ein paar Lederschuhe gefunden, die für meinen Fuß passend waren. Und diese Schuhe mit 2 guten Wolldecken, die haben mich die 11 Tage bis nach Rabensteinfeld vor Schwerin gebracht. Also wir hatten keinen Schnee unterwegs. Wir hatten ein bisschen Regen, wir hatten viel Hunger, wir hatten viel Angst. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, also das hat mich überhaupt nicht interessiert, durch welche Orte wir gegangen sind. Ich habe niemals beachtet, durch welche Dörfer, durch welche Städtchen wir gegangen sind. Wir waren aber teilweise mit tausenden deutschen Flüchtlingen zusammen, die geflohen sind von den Russen, vor den Russen, von der Front, ich weiß nicht. Aber sie haben mich so erinnert an die Zeiten, wo ich in Krakau oder auch in Posen die Menschen gesehen habe, wie sie vertrieben wurden. Aber sie waren doch freie Menschen. Sie konnten fliehen, sie wurden nicht bewacht, so wie wir. Aber es war auch tragisch zu sehen, denn es war laufend auch, sind Flugzeuge über uns geflogen, englische Flugzeuge, und das hat immer erschreckend gewirkt. Und die Leute, wenn die Flugzeuge sich genähert haben, sind sie alle, wir auch, in alle Seiten der Straße verschwunden. Und scheinbar haben auch vorher Flugzeuge dort, die vielleicht Militär oder auch vielleicht private Kolonnen beschossen. Denn wir haben unterwegs verbrannte Wagen vorgefunden, tote Pferde. Also es bestand eine Gefahr, dass ein Pilot vielleicht irrtümlich die Menschen beschießen wird. Man kann ja nicht wissen, was die Leute sich da oben denken. Und das war natürlich auch wieder mal Panik gewesen. Aber wie gesagt, wir waren sehr hungrig und sehr müde. Und die ersten Tage haben wir in verlassenen Gütern übernachtet, in Scheunen. Und dort haben wir in den Krippen Hafer vorgefunden. Und das haben wir genommen und genascht, aber das hat nicht geschmeckt und das hat auch den Hunger nicht stillen können. Und dann haben wir auch einige Nächte im Wald, aber nicht im Böhlower Wald. Ich war nicht im Böhlower Wald. Ich bin dort nicht 3 Tage gewesen. Wir sind die ganze Zeit gegangen, waren, glaube ich, die erste Kolonne überhaupt, die vor Schwerin eingetroffen ist. Auch haben wir von einem Gerücht gehört, dass man uns nach Rostock bringen will und dort auf Schiffen versenken. Und ich hatte auch davor große Angst. Also ich habe damals nicht von der Caparaconă gewusst, aber ich habe geglaubt, dass das
wirklich ernst gemeint ist, dass das die Absicht war. Das ist natürlich denn nicht gelungen. Und dann eigentlich fast einen Tag vor der Befreiung hat sich das Rote Kreuz gemeldet. Und die hatten dort Pakete verteilt. Na, die haben aber gar nicht in Betracht genommen, dass wir alle ausgehungert waren, dass es lebensgefährlich war, dieses Beef zu essen oder die Sardinen, alles voll Fett. Es war lebensgefährlich. Ich war mir überhaupt dieser Gefahr nicht bewusst, ehrlich gesagt. Aber was ich da erlebt habe, noch bevor ich erkrankt bin, von den Lebensmitteln und anderen, die ich gefunden habe, wir sind dann, wo das Denkmal steht, ist natürlich jetzt sind dort zweispurige, keine Autobahn, aber Landstraßen und eine breite Brücke. Damals war an diesem Ort eine kleine Brücke. Und als ich die Brücke erreichte, kam plötzlich ein deutscher Panzerwagen aus der Richtung von Schwerin. Und im Turm saß ein Soldat und der hat sich an den SS-Mann gewendet und ihn gefragt, sagt mal, wohin geht ihr eigentlich? Zeigte in Richtung Schwerin. Aber dort sind schon die Amerikaner. Da sagte der SS-Mann, aber hinter uns sind schon die Russen. Und so habe ich auf diese Art und Weise erfahren, dass wir eigentlich in einem Kessel zwischen zwei Fronten sind. Nur diese Fronten sind mir nicht klar gewesen, denn ich hatte von meinem Vater immer gehört von den Kämpfen, von Schützengraben zu Schützengraben. Hier waren keine Schützengraben, hier sind keine Waffen rumgelegen, nichts. Aber die Nacht, auch noch eine Episode, die mir unvergesslich ist. Wir haben auch in Wäldern übernachtet. Jetzt in der letzten Nacht, bevor wir befreit wurden, haben wir uns solche Bungalows gebaut, weil es angefangen hat zu rieseln, also aus Holzästen. Und dann hat sich ein Gerücht herumgesprochen, dass man hier Körner finden kann unter den Bäumen, die man essen kann. Ich wusste nicht, um welche Körner es sich handelt, aber wenn man hungrig ist, sucht man auch die Körner. Und da habe ich dummerweise meine 2 Decken in diesem Bungalow liegen lassen und habe nach den Körnern gesucht. Und als ich zurückkam, waren meine Decken nicht mehr da. Und ich war totunglücklich. Ich wusste ja natürlich nicht, wie lange wir noch unterwegs sein werden. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben etwas getan, was ich niemals früher gewagt hätte zu tun. Ich habe mir gesagt, jemand hat mir meine Decken gestohlen, ich muss meine 2 Decken zurückhaben. Und ich habe 2 Decken gefunden. Ob das meine Decken waren oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich hätte nie in meinem Leben sowas gemacht. Aber in dieser Situation habe ich mir gesagt, ich kann mir nicht erlauben, ohne Decken zu bleiben. Und habe diese 2 Decken aus einem anderen Bungalow herausgeholt. Aber ich beschreibe das auch in meinem Buch. Ich mache kein Hehl daraus. Aber irgendwie hat mich das die ganze Zeit gequält, dass ich jemanden die Decken weggenommen habe, obwohl man mir auch die Decken weggenommen hat. Aber so in solche Situationen kann man kommen und man fühlt sich dabei nicht gut. Das war kurz davor. Also dann, als wir über die Brücke kamen, sagten uns die SS-Leute, wir sollen uns auf die Wiese legen, die hinter der Brücke war. Und in unmittelbarer Nähe waren Wälder. Und irgendwie hatten wir schon damals den Eindruck, dass die SS-Bewachung nachgelassen hat, dass auch weniger SS-Männer uns umzingelten. Und so bildeten sich kleine Gruppen von Häftlingen, die entfernten sich in den Wald. Und es wurde nicht geschossen,
aber sie kamen zurück, vorsichtigerweise, und immer mehr Gruppen bildeten sich und entfernten sich, und es kam keine Reaktion seitens der SS-Mann. Also das war eigentlich der Anfang einer Auflösung, dass auch die SS-Männer begriffen haben, dass sie schnellstens verschwinden müssen und sich umkleiden und sich tarnen durch Zivilkleidung. Und dann bildeten sich auch Gruppen, die in Richtung Schwerin gingen. Ich wollte nicht in den Wald hinein und habe gesagt, ich gehe auf der Landstraße in Richtung Schwerin. Das ist das erste Mal, dass ich eine Beschilderung beachtet habe, und ich habe da gesehen, an der Brücke Schwerin. Aber es stand nicht darauf, wie weit Schwerin entfernt ist. Jedenfalls, ich wollte nicht in den Wald hinein, aber auch die Landstraße führte durch einen Wald. Zwar nicht ein langes Stück war bewaldet, aber doch durch den Wald. Und als wir aus dem Wald herauskamen, stand an der linken Seite ein Wehrmachtslastwagen, umzingelt von amerikanischen Soldaten. Und deutsche Soldaten, die sich auf dem Lastwagen befanden, sprangen herunter, haben ihre Gewehre abgeliefert und standen dann mit gehobenen Händen. Und wir sind so einfach vorbeigegangen, vorbeispaziert, könnte man sagen. Niemand hat uns beachtet. In meinem Leben hätte ich mir nicht vorgestellt, dass ich auf diese Art und Weise in die Freiheit gehen will. Also ich habe doch damals gar nicht begriffen, dass ich frei bin. Ich schreibe in meinem Buch, mit einem Fuß war ich noch ein Häftling, mit dem anderen Fuß war ich frei. Aber wie geht man mit der Freiheit um? In der Fremde? Was macht man mit seinem Leben? Alleine, heimatlos, eigentlich weise, mittellos? Das waren solche Fragen, die man sich stellen musste.